Hallihallo, herzlich willkommen auf Camping Caravan Konzept, den ersten YouTube-Kanal für Faltkarawane. Ihr seid neu hier auf dem Kanal oder überlegt euch einen Faltkarawan anzuschaffen und habt euch schon immer gefragt, wie viel Platz in so einem Faltkarawan ist. Oder ihr seid alter Hasen und möchtet einfach mal erfahren, wie ich meinen Faltkarawan für den Urlaub einräume. Dann ist das genau das richtige Video für euch. Außerdem, wie bereits angekündigt, werde ich die Gelegenheit nutzen und werde alles einmal in die Hand nehmen, fast alles in die Hand nehmen und erklären, wofür ist es da, was mache ich damit und warum sollte man unbedingt nicht darauf verzichten. Also, viel Spaß, gucken wir uns das Elend mal von der Nähe aus an. Hi, eine ganz kleine Erklärung vorab. Ich habe ja beim letzten Video erklärt, dass wir alles sammeln werden und auf unserem Fußboden im Wohnzimmer verteilen werden. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe schon einige Sachen in dem Falter eingeräumt, in den Deichselkasten. Aber es ist ja noch jede Menge übrig. Guckt euch mal an, was das für ein Haufen ist. Wir fangen mal an. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass ich alle Sachen, die mir in die Hand kommen, auf den Fußboden legen werde, damit wir nichts vergessen werden. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon ein paar Sachen in den Falter eingeräumt, aber es ist noch jede Menge dort, was wir auf den Autokofferraum verpacken müssen, auf die Dachbox und natürlich in den Falter selber. Beim Packen sind mir zwei, drei Dinge besonders wichtig. Einmal, ich möchte die Hinterachse nicht zu doll belasten, möchte daher etwas Gewicht oben auf die Dachbox bringen, da möchte ich allerdings nicht übertreiben. Dann muss die Stützlast unbedingt eingehalten werden und ich möchte nicht so viel Gewicht hinten auf den Falter kriegen. Nee, du sollst draußen. Du liebes Lieschen, hast du es drauf? Ja. Super. Aufnahme läuft. So, die leichten Sachen wie die Flossen beispielsweise, die wandern nach hinten im Schaukasten. Die etwas schwereren Sachen wandern nach vorne. Und ich werde immer wieder die Deichselwaage ansetzen und gucken, muss ich ein bisschen Gewicht nach hinten oder nach vorne bringen. Ja, was mache ich hier? Schon mal so ein bisschen das Bett ziehen. Schon haben wir ein bisschen weniger Volumen. So, wie versprochen, meine Sachen aus dem Deichselwagen. Als allererstes meine neue Stützlastwaage digital. Die kommt jetzt gleich zum Einsatz. Wichtig, die Kabeltrommel. Die Kabeltrommel kommt als letztes in den Deichselkasten, weil das ist die erste Sache, die ich auf dem Campingplatz brauche. Das ist das Erste, was mich der Campingplatzwart fragen wird. Dann habe ich Keile zum Ausgleichen, eine kleine Wasserwaage, eine große Wasserwaage, eine Wäschespinne, dann habe ich Ständer für Regenschirme bzw. Sonnenschirme. Ich habe einen Teil von der Wäscheleine. Ich habe eine Gasflasche. Hier habe ich mich für die teure Alugasflasche entschieden, 11 Liter. Dann habe ich ganz frisch eine Garage, eine mobile Garage für das Auto, denn der Gardasee ist sehr bekannt für Unwetter, für Hagel, für Sturm. Und ich möchte nicht gleich im ersten Jahr das Auto mit einem Hagelschaden nach Deutschland zurückführen. Und dann habe ich eine große Werkzeugkiste. Dort sind Abspannseile
Befestigungsmöglichkeiten, ein bisschen Werkzeug wie Schraubendreher, Zangen, Klebstoff, Panzerband, alles Mögliche. Dann auch ganz wichtig, eine Tube Mehrzweckfett. Damit wird die Halterung, die Anhängerhalterung eingefettet. Dann haben wir eine Kurbel, die haben wir auch noch, um die Stützlasten rauszukurbeln. Hier wird noch sicherlich das ein oder andere an Kleinzeug reinkommen. So, was habe ich hier in der Tasche drin? Hier ist die Kaffeemaschine drin und nur die Kaffeemaschine. Ach, und Gläser. Richtig schöne Glas-Weingläser. Ich nutze dann die ganzen Handtücher und Abwaschlappen als Füllmaterial, dass die Kaffeemaschine, weil die hat eine Glaskanne, und die schönen Weingläser nicht kaputt gehen. Das Ganze in eine Thermokanne, in eine Thermotasche verpackt, und schon haben wir auch ein schönes Transportmittel in Italien, um zum Beispiel Tiefkühlware auf den Campingplatz zu kriegen. Jetzt kommen wir mal zu einem wichtigen Utensil beim Campen. Das ist eine Gießkanne. Mit der hole ich mir ein bisschen Frischwasser an den Falter. Und auch hier wird der Platz schön ausgenutzt. Vielleicht sieht man es. Noch eine Wäscheleine und ein bisschen Spülimittel. Der Enders Gasgrill kommt auch mit. Ich habe mir jetzt angewöhnt, nachdem wir jetzt Gas haben für die Küche, dass wir auch mit Gas letztendlich backen und grillen werden. Dazu gibt es noch schöne Füße, gusseiserne Platte. Auch hier drin wurde der Platz wieder ein bisschen genutzt, indem da die Grillzange drin ist, Handschuhe etc. pp. Damit das Volumen von dem Grill nicht verschenkt ist, sondern mit Utensilien vollgepackt wird. So, hier kommen wir zu unserer Elektrokiste. Das ist unsere Hauptbeleuchtung, die reicht auch. Dann haben wir ein paar Dreiersteckdosen und eine Verlängerungsschnur, noch eine weitere Verteildose in einer etwas hübscheren Form, ein Spiegel, dann haben wir eine Außenlichterkette, das Ganze zweimal, dann haben wir ein Gerät, um die Luftmatratzen und Spielgeräte aufzupumpen, das Ganze in praktischen Plastikdosen, ganz neu in verschiedenen Lichtstärken und vor allen Dingen auch mit Magneten versehen, neue Nachttischlampen und im letzten Jahr gekauft so ein Mückenlicht, Mückentod. Tja, sowas nennt man mal eine ganz saubere Punktlandung. 65 Kilo. Gut, eigentlich habe ich noch ein bisschen Platz im Deichselkasten. Mal sehen, ob ich da jetzt dann trotzdem noch was reinmachen werde. Eigentlich dürfte ich nicht. So, ich habe mir jetzt noch mal gut 3 Kilo Puffer reingeholt, indem ich, und das werden wir jetzt mal lernen, mal sehen, ob wir den Falter noch zukriegen, indem ich den Tisch hinten, den schweren Tisch, nach hinten gepackt habe und werde dann 3 Kilo vorne in die Deichsel tun und auch dort den leeren Raum nutzen. So, dann gucken wir mal, ob die Plane noch rübergeht, gell? Plane? Ne, erst den Roller, oder? Dass du den Roller so ein bisschen...
Ja, hier kannst du noch einen Stuhl hinpacken. Ja, mal gucken, ob der denn überhaupt jetzt überladen schon ist. Meinst du 200 Kilo? Und vielleicht schneller zusammen, als man denkt. Hallo, jetzt nach einer Stunde bin ich fertig. Der Falter ist komplett eingepackt. Die Stützlast stimmt, liegt bei knapp 64 Kilo. Die Dachbox kann jetzt noch gefüllt werden. Der Kofferraum kann gefüllt werden. Im Prinzip habe ich nur noch oben die Reisetaschen, 3 Campingstühle, 2 Campingliegen und ein Stand-up-Paddel. Dann wie gesagt die 3 Taschen mit unseren Anziehsachen. Ja, und fertig ist die Laube. Ich glaube, wir werden gut beladen, gut austranciert in den Urlaub fahren. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse und bis dahin einen schönen Urlaub. Wir melden uns. Macht's gut. Tschüss.